Wie ihr seht, dreht sich heute wieder um Lego Technik. Die 42056 von Lego aus dem Jahre 2016. 2700 oder 2704 Teile hat das gute Stück und ist, ich würde mal sagen, ein Klassiker geworden. Die Preise dazu, die sind mittlerweile unerschwinglich. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, aber nur ein kleines bisschen. Auf eBay geht das gute Stück für 849 € raus. Nein, doch. Bei Amazon kriegt man ihn für 7,99 €. Nein, doch. Und bei Kaufland, jetzt haltet euch gut fest, für 1.519 und 98 Cent. Also um die 1520 € verlangen die für ein original verpacktes Porsche-Modell. Ist es das wert? Never. Absolut nicht. Ich habe das ja im Zuge des 24-Stunden-Stream mit dem Michael vom Steinverleih gebaut. Wir haben so ein bisschen gegen die Wette gebaut. Er hat eins aufgebaut, ich habe eins aufgebaut. Es hat jede Menge Spaß gemacht. Also dafür, dass der von 2016 ist, ist es wirklich ein tolles Modell. Das soll nicht heißen, dass alles, was älter ist, nichts ist und oder was neuer ist besser. Nee, es war einfach nur ein schönes Modell als solches. Die Formgebung, Teile, es hat Spaß gemacht. Wir sehen, wir haben einen 911er vor uns. Besonderheiten hat er eigentlich keine. Doch wir haben ein schaltbares Vierganggetriebe. Von dem sehen wir aber jetzt absolut gar nichts. Nichts. Ja, da kann ich jetzt hier rumhampeln, so viel ich will. Das habt ihr schon in anderen Videos bestimmt schon gesehen. Es gibt etliche. Ich habe gedacht, okay, ich mache trotzdem ein Review. Ich gebe meinen Senf dazu. Ein kleines Remake 2016. Somit ist das gute Stück jetzt 7 Jahre alt. Stimmt das, was ich sage? Ja, 7 Jahre ist es nun jetzt alt. Und es hat eigentlich an seiner Faszination, es ist nun mal ein Porsche, nichts verloren. Ich nehme jetzt mal den Drehteller jetzt mal hier zur Seite und am besten mal runter. Dann ist er aus dem Weg. Das gute Stück ist, glaube ich, knappe 5 Kilo schwer. Wir können die Türen öffnen. Die sind auch sehr schön und stabil, weil einmal oben und einmal hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber die einzige bedruckte Fliese neben den Fliesen auf den Felgen ist die Fliese, die hier drin ist. Da kann man an Zusatzinformationen rankommen. Das hat keine Besonderheit oder sonst was. Und wir können hier das Handschuhfach wieder schließen. Wir können hier am Ganghebel schalten. Wir können da aber auch hier an den Schaltwippen können wir schalten, wenn wir wollen. Na, kriege ich das hin? Ja, jetzt. Da bewegt sich irgendwas und das passt so auch. Wir haben hier eine Lenkung. Lenkeinschlag ist natürlich jetzt nicht gerade weltbewegend. Das gute Stück ist gefedert. Vorne jeweils eine, hinten 2. Also man sieht das, denke ich mal, vorne nicht ganz so viel, aber dafür hinten, weil natürlich entsprechend mehr, wie soll ich sagen, mehr Gegenwehr von der Federn ist. Es gibt 2 weitere bedruckte Teile. Das ist einmal der rechte und der linke Kotflügel mit den Lufteinlässen. Ob man die jetzt gebraucht hat oder nicht, da hätte ich mir gewünscht. Also ich bin ja ein Freund der Aufkleber. Aber hier und da bei einem Set, das 300 € kostet, damals 299 hat es gekostet, am Markt hat man es dann ja, zwischen 20–30% günstiger bekommen. Da hätten auch Fliesen, die bedruckt werden oder drin,
Da hätten auch Fliesen, die bedruckt sind, drin sein müssen. Das können wir nochmal, wir können den Kofferraum vorne aufmachen. Das ist der hier. Was ich nicht gebaut habe im Zuge des 24 Stunden Livestreams, ist der Koffer. Wir können hinten die Motorhaube aufmachen und finden hinten unseren Motor, der auch eigentlich mitläuft. Ja, macht er. Das ist der Motor da hinten drin. Ja. Und wir können auch den Neigungswinkel für den Anpressdruck des Spoilers verändern, wenn wir möchten. Ja. Also das ist dann schon alles. Und das ist natürlich oder sollte oder ist damals den Leuten 300 € wert gewesen. Wem das jetzt 1520 € wert ist, der hat wirklich einen sehr großen Geldbeutel und ihn juckt es nicht. Die Teile als solches habe ich mir sagen lassen, wenn man sie einzeln kauft, kann man sie unter Umständen kaufen im Wert von, glaube ich, 770 €. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da bis auf ein paar Teile, ich weiß nicht, ob die mittlerweile in den letzten Jahren gekommen sind. Wir haben hier oben Teile, die kürzer sind, diese, ich weiß nicht, wie man sie nennt, ich mache da gerade auch Videos dazu. Die sind normal ein bisschen länger und auch auf so Halbschalen. Die sind hier ein bisschen kürzer gemacht, die sind wohl direkt nur für dieses Modell hier gebaut, dass wir hier unsere A-Säule hier machen können. Wir haben natürlich hier kein Fenster als solches. Die Soft-Achsel hier sind wohl auch exklusiv da drin gewesen. Auch das vordere Umkehr Kreuzachse zu Pin in Orange war hier wohl nur hier drin und ist jetzt aber auch am Markt, also am Zweitmarkt erhältlich über Bricklink oder ähnliches mit Sicherheit. Ansonsten kann man nichts Nachteiliges über dieses Modell sagen. Es macht wirklich Laune. Es ist ein Technikmodell, da muss man natürlich über das Spaltmaß nicht diskutieren, wenn wir jetzt mal hier vorne oder hier dran denken, geschweige dann auch hier, das hier oder auch hier am Kotflügel. Das ist nun mal, auch hier können wir durchschauen, das ist eben Technik. Vom Unterboden sieht er eigentlich ganz passabel aus, also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Er ist schön verbaut, er ist schön stabil. Felgen sind auch schöne dabei und soweit ich mir sagen lassen habe, die sind hier wohl exklusiv gewesen zu dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt nochmal aufgebracht haben irgendwo, aber zu diesem Zeitpunkt waren sie exklusiv. Die Sitze sind Sitze, Schalensitze, so wie wir sie kennen in so einem Sportwagen. Machen wir mal von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das gut. Aber die kann man nicht verstellen, die sind fest arretiert. Und zwar hinten am Überrollbügel mit dran. Das Kombi-Instrument, das würde man mit Aufklebern versehen. Mit 3 Fliesen, die übereinander ein bisschen liegen. Warum man das mit Aufklebern macht, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Bei mir sind keine Aufkleber darin, weil ich ja dieses Modell von Steinverleih für den 24-Stunden-Stream zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und jetzt natürlich auch ganz klar dafür Danke nochmal sage, lieber Michael, dass ich das bauen habe dürfen. Es hat also wirklich jede Menge Spaß gemacht und ich kann jedem empfehlen, schaut beim Michael bei Steinverleih rein, ordert das Teil. Es macht wirklich Spaß und für 30 € im Monat, dafür, dass man das Ding jetzt, ich beispielsweise jetzt fast
2 Monate zu Hause stehen habe und mich daran erfreuen konnte und Spaß damit haben konnte, ist es wirklich ein tolles Modell. Und ich denke mal, ist eine tolle Alternative anstatt 799 auf Amazon, eBay mit 849 oder bei Kaufland für 1520 in etwa, Entschuldigung, kaufen. Das macht natürlich schon was her. Es ist eine tolle Alternative, natürlich über Steinverleih. So ein tolles Produkt, ich sage jetzt mal hochpreisiges Produkt, zu Hause haben zu dürfen, bevor man natürlich Geld ausgibt. Wie war das? eBay 849, 7,99 bei Amazon oder 1520 € bei Kaufland ist natürlich dann schon happig. Und so habe ich mich jetzt wirklich 2 Monate daran erfreuen können, diesen Porsche 911 GT3 RS bei mir stehen zu haben. Er wird demnächst wieder in die Versandkoffer gehen von Steinverleih, schön ordentlich verpackt, und dann darf das irgendwann in den nächsten paar Wochen vielleicht irgendjemand anderes zusammenbauen und seinen Spaß dran haben. Ich denke mal, darum geht's. Und dafür ist Lego gemacht, nicht bloß hinstellen, einstauben oder in einer Vitrine und ab und zu da auch abstauben. Nee, wir wollen Spaß haben mit dem Bauen. Und das hat das Modell auf jeden Fall gehabt. Ob das natürlich dann auch damals den Preis von 300 € rechtfertigt, nun ja, ich denke mal, wer ihn haben wollte, hat ihn sich geholt. Und mehr gibt es eigentlich zu dem Modell als solches so nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wollt ihr noch mehr von Technik sehen, dann schaut am besten da rein. Und ich wünsche euch in dem Fall noch einen schönen Tag. Baut was Schönes. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jetzt ist Lego Technik Time. Ciao, ciao.